Sterben. Leukämie. Du stirbst an deiner Leukämie, die etwa 15 Jahre in der Watch-and-Wait-Phase war und nicht gestört hat und jetzt aber erwacht ist. Du hast sogar 2 Leukämien. Eine findet in deinem Blut statt, da tarnen sich Krebszellen als weiße Blutkörperchen, damit sie nicht von deinem Körper angegriffen werden und vermehren sich ganz schnell, die CLL. Die andere findet im Knochenmark statt und schickt Massen an unfertigen Blutkörperchen ins Blut, die CML. Damit verstopfen deine Blutgefäße immer mehr mit Dingen, die keinerlei Wirkung haben, aber die anderen Dinge verhindern. Deine roten Blutkörperchen können die Organe nur noch schwer mit Sauerstoff versorgen, deine weißen Blutkörperchen können nur noch schwer Infekte bekämpfen und deine Blutplättchen können nur noch schwer Verletzungen heilen. Ich stelle mir das ein wenig vor wie eine U-Bahn, die so voller Menschen ist, dass man nicht mehr rein oder rauskommt. Da das Blut mit allem zu tun hat, kann man nicht vorhersagen, wann und woran du stirbst. Alle gehen aber davon aus, dass du noch 2023 sterben wirst. Es kann auch viel schneller gehen. Dieses Gespräch ist zwischen dir und Gott. Sterben ist ein Prozess. Du stirbst nicht an einem Unfall ganz plötzlich. Es ist ein längerer Prozess. Du wirst immer schwächer. In ein paar Wochen wird es dir nicht mehr gelingen, allein deine Terrasse oder dein Bad zu erreichen. Bald nicht mal mehr deinen Toilettenstuhl. Das wird dich aber nicht so sehr stören, wie du es dir jetzt vielleicht vorstellst, weil du auch immer müder wirst und immer mehr zwischen Wach- und Traumphasen hin und her wechselst. Ich stelle mir das so vor, dass du immer häufiger schon mal zu Besuch auf die andere Seite gehst, also hin und her wechselst zwischen der Realität der Lebenden und der Realität der Verstorbenen. Elisabeth Kübler-Ross, die Frau, die das mit dem Tunnel erforscht hat, sagt, dass wir unser Leben als Raupen verbringen. Dann gehen wir ins Kokon, also in die Schwäche, um dann als Schmetterling herauszuflattern. Der Tod ist für sie die Befreiung des Schmetterlings aus dem Kokon, aber ohne Kokon kann sich die Raupe nicht in einen Schmetterling verwandeln. Du wechselst gerade in die Kokonphase. Hospiz. Während du also immer häufiger in deinem Kokon schlummerst, müssen sich andere um deinen Körper kümmern. Jetzt kommt ja schon jeden Tag jemand vom Pflegedienst vorbei, weil du dir kein Essen mehr alleine aus der Küche holen kannst und nicht immer die Kraft hast, selbstständig zum Beispiel zur Terrasse zu gehen. Ich bin jeden Abend da und bringe dich ins Bett. Du hast bessere Tage, aber auch schon Tage, an denen du das Bett gar nicht mehr verlässt. Morgens hast du mehr Kraft als abends. Letztens warst du das erste Mal so schwach, dass du nicht mehr alleine aus dem Bett aufstehen konntest, es also ohne Hilfe nicht einmal mehr zum Toilettenstuhl geschafft hättest. Du hast auch schon manchmal Schmerzen auf der linken Seite oder im linken Bein. Gott sei Dank war ich da, als du so schwach geworden bist und Schmerzen gekriegt hast. Trotzdem wird es immer gefährlicher, dich alleine zu lassen. Wir wollen, dass du in Würde in deinem Kokon sein kannst und nicht eingenässt im Bett liegen musst, bis jemand kommt oder du eine Nacht Schmerzen erdulden musst. Daher hast du letzte Woche beschlossen, dass du lieber ins Hospiz nach Frankfurt umziehen möchtest, wo du richtig gut und liebevoll versorgt und sicher bist. Das ist auch für mich weniger anstrengend, wenn ich einfach jeden Tag bei dir sein kann, mich aber nicht um pflegerische Aufgaben kümmern muss, sondern wir nur kuscheln, streicheln, reden können. Das Hospiz in Frankfurt ist umgezogen. Es ist aber dasselbe Team, das du kennst und dieselbe liebevolle Stimmung. Dort hast du ein eigenes Zimmer, ein eigenes großes Bad und eine eigene Terrasse. Alles hat Rollen, so dass du samt Bett und Stuhl auf die Terrasse kannst. Sabine, deine Hospizbegleiterin, sagt, es sind auch schon Menschen auf der Terrasse gestorben, im Kontakt mit der Natur. Außerdem gibt es eine kleine Kirche, ein großes Wohnzimmer für alle und ein Gästezimmer, so dass ich bleiben kann, wenn wir das wollen. Wir können alles mitnehmen, was dir wichtig ist. Also die Bilder an den Wänden, Teppiche, Nachttische, das entscheidest du. Wir bauen dort dein Zimmer nach. Du selbst hast in deiner Patientenverfügung festgelegt, dass, wenn du zu schwach wirst, um zu Hause zu bleiben, du ins Hospiz willst.
Ich finde, es passt auch gut zu dir, denn es ist quasi ein Luxushotel und Hotels sind deine eigentliche Heimat. Das ist dir vertraut. Jetzt kriegst du von der Krankenkasse ein Hotel geschenkt, das 420 € die Nacht kostet und wo all deine kleinen und großen Wünsche sofort erfüllt werden. Du hast dich entschlossen, dieses Angebot anzunehmen. Im Hospiz sind Tag und Nacht Besuche erlaubt, Hunde willkommen und alle können so lange bleiben, wie sie wollen, beziehungsweise wie du es willst. Es wird also sein wie zu Hause, dass Menschen vorbeikommen und mit dir dein Leben erinnern. Ich komme weiterhin jeden Tag. Christian Gelsen, Franzis Vater, kann dich dort regelmäßig besuchen, weil er dich ohne Auto erreicht. Auch Sabine, deine Hospizbegleiterin, kommt zu dir nach Frankfurt. Du kannst also weiterhin gut versorgt auf einer Terrasse Besuch empfangen, an den Tagen, an denen dir das Freude macht und abends immer mal wieder eine Zigarette rauchen und einen Whisky trinken. Dein Haus. Während du im Hospiz bist, wartet dein Haus auf dich, falls du nach Hause willst. Egal ob nur im Rollstuhl für einen Nachmittag oder du doch an den letzten Tagen wieder zurück willst. Das Hospiz kann deine Endstation sein, muss es aber nicht. Es bleibt alles in deinen Händen. Du hast dort aber auf jeden Fall einen guten Ort, um dich auf Schmetterlingsein vorzubereiten. An deinem Haus ändern wir gar nichts. Es steht dir immer zur Verfügung. Natürlich wird es dir schwerfallen, dein Haus und deinen Garten zu verlassen. Sicher werden wir auch ein paar Tränen vergießen, weil es ja sein kann, dass du nicht zurückkommst. Und sicher wird dir in den ersten Tagen dein Zimmer im Hospiz auch ein wenig fremd sein. Ich denke aber, es geht schnell, bis du dich zu Hause fühlst, weil alle so nett sind und deine Augen weiterhin auf das Gemälde deines Lebens und das Bild von mir fallen, wenn du morgens aufwachst. Der Umzug. Niemand kann genau sagen, wann du umziehen wirst. Das hängt von den Sterbenden vor Ort und den anderen Menschen auf der Warteliste ab. Da du aber aus der häuslichen Pflege kommst, hast du Vorrang, weil du nicht mehr gut genug versorgt bist. Es wird daher wahrscheinlich in den nächsten Wochen passieren. Die Menschen, die dich bis dahin zu Hause versorgen. Dörte kommt jeden Dienstagvormittag und Freitagnachmittag. Sie macht deinen Haushalt und deine Wäsche, unterhält sich mit dir und kümmert sich um deine Körperhygiene, weil sie dir am vertrautesten ist. Das heißt, sie hilft dir einmal in der Woche beim Duschen und Haare waschen. Also vor allem beim Ein- und Aussteigen aus der Dusche. Außerdem bezieht sie dein Bett ab und zu neu. Das Team der Diakonie Seelow kommt jeden Tag außer Dienstag, weil Dörte da ist, zwischen 11 und 12 vorbei. Es sind insgesamt 4 Personen, die sich abwechseln. Sie machen dir dein Müsli, füllen dein Wasser auf, geben dir deine Medikamente, weil du es immer häufiger vergisst, cremen dich ein, wenn deine Haut so trocken ist an Beinen und Gesicht und räumen die Küche auf, damit ich das nicht machen muss. Sie machen aber nie etwas, das du nicht willst. Sie haben einen Schlüssel, damit du nicht aufstehen musst. Dr. Schindelhauer ist ein Palliativarzt. Er arbeitet eng mit der Diakonie zusammen und kommt einmal in der Woche, um zu hören, wie es dir geht und gegebenenfalls deine Medikamente anzupassen. Sein Job ist es, dass du auf dem Weg zum Tod niemals unter Schmerzen leiden musst. Im Moment nimmst du abends eine Tablette gegen das Aufstoßen und ein leichtes Beruhigungsmittel, damit du wieder durchschlafen kannst, was meistens gut klappt. Udo und ich kommen einzeln oder gemeinsam jeden Abend vorbei, essen mit dir zu Abend und bringen dich ins Bett. Wenn es dir sehr schlecht geht, schlafe ich über dir, ansonsten fahre ich nach Hause und schlafe in meinem eigenen Bett. Wir haben auch von der Krankenkasse einen Rollstuhl für dich gekriegt, der ins Auto passt. So können wir auch mit dir kleine Ausflüge zu deinen Spaziergängen machen, wo Udo dich schieben kann, ohne Anstrengung für dich. Da wir jeden Tag da sind, füttern wir auch die Katze, holen die Post und stellen den Müll raus. Du musst dich darum nicht mehr kümmern. Die Zeitung ist abbestellt. Besucher kommen regelmäßig vorbei. Ich gebe mein Bestes, dass es immer nur eine Person pro Tag ist. Manchmal tauchen aber doch Leute spontan auf. Wir haben eine Schlüsselbox mit Code unterm Carport angebracht, damit die Besucherinnen, die du sehen möchtest, auch reinkommen und du nicht aufstehen musst. So können wir auch sicherstellen, dass nur Leute, die du sehen willst, ins Haus kommen.
Du hast immer wieder Tage, an denen du denkst, dass du keine Menschen mehr sehen willst. Und dann kommen wieder soziale Tage, an denen du dich richtig über Besuch freust. Du kannst immer absagen. Du musst jetzt nicht mehr höflich sein. Alina. Alina kommt vom 1. bis 14. Oktober, wenn Udo in der Schweiz arbeiten ist. Dann fliegt sie erst einmal wieder zurück nach Schottland und ist im Standby. Sobald du nach ihr rufst oder wir merken, dass du in den nächsten Tagen sterben wirst, springt sie ins nächste Flugzeug. Wir tun alles, damit wir beide bei dir sind, wenn du stirbst. Im Hospiz können wir an den letzten Tagen einziehen, sodass wir auf Abruf bei dir sind. Viele Menschen sterben aber lieber allein mit Gott. Du wirst den richtigen Weg kennen, wenn es soweit ist. Deine Beerdigung. Deine Bestatterin war bei dir auf der Terrasse und wir haben alles miteinander geplant. Sie bringt uns in nächster Zeit eine Urne vorbei, dann können Alina, du und ich sie zusammen bemalen. Dann kommst du in der bunten Urne in den Friedwald, zusammen mit Erde aus deinem Garten und ein paar Zweigen deiner Trauerweide. Wir bringen deinen Garten mit in den Wald, damit du von deinem Garten umgeben in der Natur bist. An dem Tag selbst kommen wir bunt und fröhlich angezogen auf dem Friedwald zusammen, singen gemeinsam von allen Mächten wunderbar geborgen für dich und lassen auf einer Leinwand im Wald Bilder von dir durchlaufen und sehen uns noch einen Film von dir an. Dann erzählen alle kleine Erinnerungen an dich. Während du in die Erde kommst, singen Alina und ich dein Lieblingslied »Du bist mein Zufluchtsort«. Dann können alle, die eine Erinnerung an dich wollen, sich ein Blatt von deinem Baum mitnehmen. Dann nimmt der Baum langsam deine Asche und die Erde deines Gartens auf und du verschmilzt mit dem Wald. Und wir gehen dort immer mal wieder mit den Hunden spazieren.